Bald ein halbes Jahr reisen wir nun schon über den afrikanischen Kontinent. In dieser Zeit haben wir viele verschiedene Länder besucht, Menschen kennengelernt und kleine Einblicke in Kulturen und Traditionen bekommen. Aber so richtig eingetaucht in das Leben vor Ort sind wir nicht. Bis jetzt. Wir befinden uns in Ghana, unserem 8. Land in Afrika, genauer gesagt in Akropong, einer Stadt nördlich der Hauptstadt Accra. Schon vor Wochen haben wir über eine Zuschauerin einen Kontakt vermittelt bekommen und eine Einladung in Akropong vorbeizukommen, falls unsere Reise uns dorthin führt. Das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Und was ein Glück! Wir treffen dort nicht nur den König, sondern auch den Präsidenten Ghanas. Uiuiui, das ist eine ganz schön enge Stadt hier. Sehr viel los, aber total enge Gassen. Muss man sich hier gut durchschlängeln. Angeblich hier. Hi Eric, it's Zoe. Oh, I see you. Ich glaube, wir haben es jetzt gefunden. So, wir haben jetzt Erik eingesammelt, der heute den Tag mit uns verbringt und uns jetzt hier einfach ein bisschen rumführt. Und ich muss sagen, ich weiß gar nicht, was jetzt auf uns zukommt. So, das war jetzt ein Kontakt, der hergestellt wurde über eine Connection über YouTube. Und jetzt sind wir auf einmal hier und haben jetzt hier Erik, der uns jetzt einiges hier zeigen will. Und ich bin gespannt. Anscheinend gehen wir jetzt hier in den Palace, in den Palast. Und ich weiß nicht, wen wir da jetzt treffen. Also, we will see. Jetzt hat es gerade angefangen zu regnen, gut für uns. Aha. Deswegen können wir Lotta nämlich im Auto lassen. Wir treffen nämlich jetzt den Chief, um uns, glaube ich, einfach nur um uns vorzustellen und anzukündigen, dass wir hier sind. Und wir haben auch einen Drink mitgebracht. Man bringt wohl ein alkoholisches Getränk mit einem Schnaps. Wir haben Gin mitgebracht. Die Chiefs werden auch oft als King bezeichnet. Wir haben also eine Einladung vom König, dem Chief von Akropong. Das Treffen ist ein förmliches Ritual. Die Kleidung, das Auftreten und das Vergießen von Schnaps sind Teil einer Tradition, an der wir teilhaben dürfen. Der König heißt uns herzlich willkommen. Er scheint sich über unseren Besuch zu freuen. Der Regen, der gerade auf das Dach des Palastes prasselt, ist für ihn ein Zeichen, dass unser Besuch unter einem guten Stern steht. Eric erklärt den Grund unseres Besuchs in Akropong und erzählt von unserer Reise bis nach Südafrika. So the purpose of this visit, and I would say it's a historic one. I've never seen one before myself. They traveled from Europe by road to Africa. Wie schon so oft in Ghana wechselt die Reaktion von Erstaunen in Bewunderung. Dass wir mit unserem eigenen Auto von Deutschland nach Ghana gefahren sind, ist für viele Menschen, die wir hier treffen, ein Grund, uns zu gratulieren. Eric möchte mit uns einige umliegende Dörfer besuchen und uns zeigen, wie dort an den Schulen eine bessere Zukunft für die nächste Generation entsteht. Bevor wir uns aufmachen, bekommen wir noch eine ganz besondere Einladung für den nächsten Tag. Current President of Ghana comes to visit. Yeah, he's coming. That's a big event. Right? He's coming to the event tomorrow. Wow. Mit dem Segen des Chiefs brechen wir auf. Eric arbeitet für den gemeinnützigen Verein Help for Ghana, der sich zur Aufgabe gemacht hat, Kinder auf ihrem Bildungsweg zu unterstützen. An der Art und Weise, wie er über seine Arbeit spricht, merken wir, dass er mit ganzem Herzen bei der Sache ist und in dieser Aufgabe eine Mission sieht. Für ihn liegt die Zukunft der Region ganz klar in der Bildung der Kinder. Mit der Hilfe von Spenden stellt der Verein unter anderem Materialien für den Unterricht bereit und sorgt für sauberes Trinkwasser an Schulen. Wie überall auf der Welt sind auch hier Frauen und Mädchen besonders von Benachteiligung betroffen. Für Eric ist die Bildung von jungen Mädchen deshalb ein besonders wichtiges Anliegen. So this is for fresh water? Yeah, for fresh water. Is it for drinking and For drinking. So we have so what we did is because here they don't have any borehole or anything from water. So the rainwater, we harvest the rainwater, store them in the polytank, and then they have the filters around to make it hygienic for them to drink. Ah, yeah, that's the filter, right? Yeah. How do you like the day so far, Eric? Nice experience for me, just like being a supermodel. A supermodel. Having this thing, sitting in this vehicle is epic. I can't just describe how I'm feeling so far because this vehicle right here has traveled places I haven't been to, and it's very touching. Anyone that we tell the story, you use road to come to Africa, they are all amazed. They're really shocked, and surprised. And surprised that you came with a vehicle
The vehicle might be very strong. Yes, so we all have to be strong in life to do the impossible. Very well said. Yeah. Thank you. Welcome. Alright, so now we go back to... We go back and then go to the markets. Ich bin heute auf dem Rücksitz, damit unser Gast vorne mitfahren kann. Ich muss sagen, diese holprigen Straßen, die sind hier hinten ein bisschen schwieriger auszuhalten. Wir waren ein bisschen schwummrig teilweise im Bauch. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass wir noch nicht wirklich was gegessen haben. Also, weiter geht's. Wir machen jetzt hier Fenster-Shopping. Eigentlich wollte Eric mit uns zusammen hier auf den Markt gehen, aber weil es gerade regnet, in Strömen, machen wir jetzt hier quasi Drive-in-Markt-Einkauf. Und er sitzt ja auf dem Beifahrerfenster und klärt deswegen alles und ich gebe von hinten das Geld. An dieser Stelle möchte ich mich beim Sponsor des heutigen Videos bedanken. Das ist Armed Angels. Ihr kennt sie mittlerweile. Armed Angels ist unser allerliebstes Fair Fashion Unternehmen, die jetzt schon seit über einem Jahr dafür sorgen, dass wir zu jedem möglichen Anlass gut gekleidet sind. Sei es jetzt ein Strandbesuch, ein Stadtbesuch oder wie in diesem Fall, dass wir beim König höchstpersönlich im Palast vorbeischauen. Wir sind angemessen und schick gekleidet und fühlen uns in den Klamotten immer richtig wohl. Ich trage das Kleid Lilia in Größe S und ich muss sagen, dass ich auf dieser Reise eine ganz neue Appreciation für Kleider und Röcke gefunden habe. Man ist immer angemessen gekleidet, man ist immer ein bisschen schick und bei der Hitze ist es einfach sau angenehm, keine Hose anzuhaben, sondern hier immer so ein schönes Lüftchen an den Beinen zu haben. Ich kann es nur empfehlen. Wie immer könnt ihr mit unserem Rabattcode ganze 15% bei Armed Angels sparen. Ihr müsst dazu nur TheFilmPeople15 im Checkout eingeben, dann werden 15% abgezogen und wir haben euch das Ganze unten in der Beschreibung verlinkt. Viel Spaß! Ja. So, das war jetzt schon ein ganz schön langer, anstrengender Tag, deswegen freue ich mich, dass wir jetzt auch noch was Leckeres essen und auch was Lokales essen. Das haben wir bis jetzt in Ghana noch gar nicht gemacht. Shame on us. Ich bin gespannt. So, can you tell me again what it is? It's called Banku. B-A-N-K-U. This is this or the whole dish? No, this is Banku. This is a tomato sauce. Nothing in it, just vegetables. And then the vegetables also. Nice. So this is made with cassava and then corn. This is cassava and corn? Yeah, mixed together. Nice. Good. Do you usually eat it with hands? Yeah, normally I use my hands. So you just tear a little piece apart and then you eat it? Klappt eigentlich ganz gut, oder? Aha. Sau lecker. Ist ein bisschen scharf. Und dann hat man das frische Gemüse dazu und diese tomatige Tomatensauce. Sau gut. Fazit, erstes lokales Essen. Lecker. Okay, Essen erledigt. Nächster Halt. Bier. Wir gehen zum Palast auf ein Bier. Try to pass where the vehicle is passing. Okay. Is it illegal? Yeah, pass there. So the police are gonna arrest us? No. But I don't. Do you think we fit under the tent? Yeah. You Can we, sure? can we fit under it? I don't know. We fit under it. Also, we can. No. No. Go this side, yeah. Look, they are raising They're it for you. raising it fast. Thank you. Du machst das voll gut. Danke, dass du uns schon den ganzen Tag hier durchchauffierst. Auf ein Bier in den Palast. That's really nice. It's a really special experience.
Was ein Tag. Wir wussten ja so gar nicht, was uns erwartet und ja, es war richtig, richtig schön. Und es ist vor allem noch nicht vorbei. Wir haben morgen noch mal ein volles Programm vor uns und da freue ich mich schon drauf. Wir unternehmen jetzt hier gerade noch eine kleine Nachtwanderung durch die Gegend um den Palast herum. Hier wird morgen ein großes Happening stattfinden, das erzählen wir euch dann morgen noch weiter. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön, so hier abends lang zu gehen, weil der Vibe einfach super cool ist. Es sind überall kleine Shops und Restaurants und alle Menschen sind auf den Straßen hier unterwegs. Es ist einfach, die Stimmung ist einfach schön. Wie gefällt dir die Tour? Mega! Wir haben schon darüber geredet, dass es ja eigentlich, es kommt halt nicht so oft dazu, dass wir in so Situationen sind, weil wir meistens ja nicht unbedingt neben der Stadt parken und übernachten und dann ja auch mit Lotta häufig ja auch nicht dann irgendwie so in Restaurants gehen und so, weil es ja doch mit Hund mal was anderes ist und deswegen bin ich voll froh über die Gelegenheit. Das ist richtig cool. Ich habe das Gefühl, dass wir gerade so richtig eintauchen und auf jeden Fall so die ganze Experience jetzt mal kriegen. Das finde ich richtig schön. Und du? Guten Morgen. Wir haben heute Nacht bei Erik auf dem Hof übernachtet, vor dem Haus auf dem Gelände. Hatten eine schöne Nacht und heute geht's richtig los. Good morning, Erik. Good morning. How are you? I'm good. Yes, are you excited about today? Yes, I am, because I want to see tradition. Yes, me too. I really want to see the beautiful culture of Ikuapem. So let's go in and enjoy the wonderful moments and make history together. All right, let's do that. Nachdem wir jetzt die Nacht hier ganz gemütlich etwas am Stadtrand verbracht haben, fahren wir jetzt wieder nach Akropong rein. Heute ist dann nämlich ein großes Event und unser Timing ist echt gut, dass wir genau dafür dann auch hier sind. Und was genau da heute passiert, das muss uns Erik jetzt nochmal erklären. So today, the Omahene of Ikuapem Traditional Council is going on a tour, introducing himself to the other divisional chiefs since he's new in the traditional area. He was installed last year, so he's now going on a tour. And today being the final day, and he's going to greet the senior divisional chief of Akropong, which is the Kronti Osahene Boafansa II. And afterwards, there was going to be a grand finale or a grand derby for all the divisional chiefs and then the people of Ikuapem, where the president of Ghana is a guest, is a special guest of the day. Es kommen also heute nicht nur die Divisional Chiefs hier in die Stadt, sondern es kommt auch der tatsächliche, richtige, einzige Präsident von Ghana, das Staatsoberhaupt, kommt heute hier in die Stadt. Und wir haben das auch erst gestern erfahren. Und ich bin mal gespannt. Schon als wir in die Stadt reinfahren, sehen wir, dass heute alles anders ist. Im Palace treffen wir auf den Chief und die anderen Männer und begleiten den Zug Richtung Stadtzentrum. Jetzt geht's los. Ist aufgeregt. Alle tragen traditionelle Gewänder aus bunten Stoffen. Es wird getrommelt und gesungen. Und je näher wir dem Festplatz kommen, desto mehr Menschen schließen sich dem Umzug an. Okay, fängt schon mal richtig gut an. Es ist laut, bunt und ausgelassen. Und wir sind mittendrin. Die Sonne lugt immer wieder zwischen den Wolken hervor, doch die Hitze scheint hier niemanden zu stören. Es werden Reden gehalten und Fotos gemacht, bis sich dann zum krönenden Abschluss ein ganz hoher Besuch ankündigt.
Okay, jetzt kommt, gleich wird der ghanaische Präsident hier ankommen und ich habe sogar hier so einen Presseausweis bekommen, dass ich hier filmen kann ohne Probleme. Ist auf jeden Fall super crazy, was hier abgeht. Alle Leute feiern richtig krass, das ist echt richtig schön. His Excellency the President, Ghana Mapani, National Anthem. Ich bin richtig froh, dass wir heute hier waren und dass wir uns das alles angucken durften. Ich habe das Gefühl, dass wir so was ganz Besonderes hier begleiten und beobachten durften. Und ja, es ist nicht selbstverständlich, dass wir so gut aufgenommen werden überall und dass die Leute sich freuen, dass wir da sind und sich freuen, ihre Kultur und Tradition mit uns zu teilen. Und dass sie das so gerne gemacht haben, das macht mich total glücklich. Und ich glaube, wir haben ja Erinnerungen gesammelt, die noch ganz, ganz lange bei uns bleiben werden. In den letzten beiden Tagen konnten wir eine ganz andere Seite des Landes kennenlernen. Ghana hat uns mit seiner Vielseitigkeit von der ersten Sekunde an in seinen Bann gezogen. Wir haben hier paradiesische Strände besucht, Blicke in die Vergangenheit geworfen, gelernt, gelacht und Freundschaften geschlossen. Der Besuch in Akropong war das i-Tüpfelchen unserer Zeit hier. Veranstaltungen wie die Zeremonie heute gehören auch hier nicht zum Alltag. Der afrikanische Kontinent wird von außen oft mit traditioneller Musik, bunter Kleidung und unberührter Natur verbunden. Und die gibt es hier auch. Auf unserer bisherigen Reise haben wir aber oft die Beobachtung gemacht, dass auch hier die Tradition der Moderne gewichen ist. Umso geehrter fühlen wir uns, dass wir an diesem besonderen Event teilnehmen durften. Die Erinnerungen bleiben ein Leben lang.